los geht's! Willkommen bei Dirty Birds, bei der Dirty Birds Show auf dem Prüfstand. Wir schauen uns heute die Tinbot an, die RS1. Die Tinbot ist ein, naja, was würde ich sagen, Naked Bike. Aber schauen wir uns das Bike doch einfach mal an. So, wir fahren gemütlich unsere 25. Also ihr seht schon, das ist der Mod. Da sind wir dann irgendwie im Sport. Das geht recht flott. Wenn wir das Ganze jetzt im Eco-Mode machen, wir gehen nochmal kurz runter auf 25, lassen uns kurz Zeit und dann beschleunigen wir rauf und auf 30, 57, jetzt, ja. Also, naja, ihr seht schon, das dauert unwesentlich. Hier bei 43 fängt das schon an zu ruckeln. Gut, okay, wir müssen leider auf Sport gehen, das geht nicht anders. Sportmodus ist halt einfach wie Motorradfahren, ja. Das macht richtig Laune. Grundsätzlich ist das Display sehr gut zu lesen. Wir haben hier die klassischen Anzeigen wie die Range, wie viel Kilometer geht denn das noch? Das ist gekoppelt mit der Akkukapazität. Das heißt, wenn ich 86% noch im Akku habe, sagt er mir, dass ich noch 129 Kilometer komme. Das Fahrzeug ist jung, das ist 1 Jahr alt, hat 552 Kilometer drauf und geht Spitze 120. Und los! Und das noch in Wien. Ja. Ja, wir haben hier wenige Sekunden. 120 haben wir geschafft. Der Sattel ist für mich eine relativ wichtiger Aspekt, vor allem wenn man jetzt ein Naked Bike hat, das auch für die Landstraße sich eignet und nicht nur für die Stadt wie die Super Suco, die wir letztes Mal probiert haben. Der ist recht fest, da kann man schon, gehe ich mal davon aus, schon längere Fahrten absolvieren. Was die Komponenten betrifft, fangen wir vielleicht mit dem Antrieb an. Wir haben hier eine Kette, das ist eine spezielle Kette, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Aber interessant ist, dass dieses Modell noch einen Ölfüllstutzen hat für Getriebeöl, denn da ist noch ein Getriebe verbaut, dass es dann auf die Kette geht vom Motor weg. Der Händler hat gemeint, die neueren Versionen haben das nicht mehr, die sind dann alle schon mit Kettenriemen, Antrieb und brauchen kein Getriebe mehr. Das heißt, da fällt dann auch schon wieder ein Wartungspunkt weg, was uns glücklich macht als Elektromotorradfahrer. So. Ja, wundervoll. Es ist wirklich ein Landstraßenfahrzeug, eindeutig. Das wollen wir nicht in der Stadt fahren. Dieses Fahrzeug braucht unbedingt die Landstraße. Auf der Autobahn weiß ich nicht genau, ob es irgendwie Spaß macht. Wind, naja, ich meine, die Beine sind wunderbar geschützt vor dem Wind, das stimmt schon, aber was soll ich sagen bei 70 km/h? Ja, die Bereifung vielleicht kurz, 17 Zöller, 150 zu 55 haben wir hinten. Vorne haben wir ebenfalls einen 17 Zöller mit 120 zu 70. Ja, was lässt sich zum Fahrwerk sagen? Das Fahrwerk ist relativ straff eingestellt. Es ist nicht so, wie das könnt ihr euch dann anschauen. Es schlägt nicht gleich durch, wenn man ein bisschen drauf herumhopst. Wir haben hier eine relativ dicke Gabel. Erinnert mich an Motocross-Gabeln von der Stärke. Das heißt, ich habe nichts zum Einstellen unten, aber ich habe oben etwas zum Einstellen. Und ich nehme an, das wird die Zug- oder die Druckstufe sein. Hinten habe ich tatsächlich einen zusätzlichen Ölbehälter für das hintere Federbein. Ja, interessant, das Fahrzeug ist eine 125er Klasse, geht dafür aber relativ flott. Also mit den 120 km/h ist es wahrscheinlich alles noch im Rahmen, aber die Beschleunigung im Sportmodus ist schon sehr angenehm. Es erinnert mich ein bisschen an die Honda 500 TBX, die ich gefahren bin vor ein paar Jahren. Noch einmal die 120. Wir schauen mal, ob das geht. 80, 90, 100, war das dasselbe. Jetzt haben wir aber nicht auf. 110, ja, die 120 sind
Seite natürlich noch knapp zu schwierig zu erwischen. Wie sich für jedes schwerere Bike benötigt wird, haben wir vorne eine doppelte Scheibenbremse mit jeweils 2 Bremszylindern und hinten haben wir eine Scheibe mit einem einzelnen Zylinder. Das merkt man auch beim Bremsen. Es ist tatsächlich ein bisschen weicher hinten als vorne. Vorne ist tatsächlich der Biss nicht schlecht. Ja, es ist soziustauglich. Das erkennen wir natürlich an unseren Steigbügeln. Dann schauen wir noch mal kurz rein ins Cockpit, jetzt aber wirklich. Auch sehr reduziert im Grunde. Wir haben hier ein Fernlicht. Der Schalter für den Blinker ist genau das gleiche wie bei der Super Soko, funktioniert gleich. Dann hier haben wir den Notknopf oben. Den brauchen wir auch, um das Motorrad überhaupt starten zu können. Ja, hier haben wir die 3 Modi. Eco, der geht nur bis 50 km/h, ungefähr 55 km/h laut Display. Den Drive-Modus haben wir hier, der geht bis ungefähr 75 km/h. Und Sport ist dann hoffentlich ganz offen. Und vom Design her schaut sie aus wie eines der klassischen Naked Bikes, die wir heute zu kaufen bekommen. Sei es Kawasaki, Suzuki, Yamaha und wie sie alle heißen. Aber auch die Duke hat einen ähnlichen Schnitt. Das Heck ist äußerst kurz geraten, finde ich relativ hübsch. Gefällt mir ganz gut. Und dann haben wir hinten auch relativ dezent die Nummerntafel montiert. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr kann ich da euch gar nicht erzählen. Jetzt werden wir ein bisschen noch herumfahren damit. Gut, dann sehen wir uns auf der Landstraße.